Herzlich willkommen zur Schlepper-Bundesliga für den November 2022. Auch in diesem Monat setzt sich der Trend sinkender Zulassungszahlen unverändert fort. Insgesamt wurden 2137 Schlepper zugelassen. Im November 2021 waren es noch 2561. Dies sind 424 bzw. 15,5% weniger als im Vorjahresmonat. Und damit starten wir in die Top 10. Den 10. Platz sicherte sich Iseki mit 81 verkauften Traktoren und einem Marktanteil von 3,8%. Auf Platz 9 folgt New Holland mit 86 Schleppern und einem Marktanteil von 4%. Den 8. Platz belegt Massey Ferguson mit 90 Stück und einem Marktanteil von 4,2%. Platz 7 geht an Solis mit 97 neu zugelassenen Schleppern und einem Marktanteil von 4,5%. Den 6. Platz kann Klaas mit 111 Traktoren und einem Marktanteil von 5,2% verbuchen. Auf Platz 5 folgt Casey H. Steyr mit ebenfalls 111 Stück und einem Marktanteil von 5,2%. Den 4. Platz sichert sich Kubota mit 223 verkauften Schleppern und einem Marktanteil von 10,4%. Auf das Treppchen und damit Platz 3 hat es Deutz Fahr geschafft. Es wurden 224 Traktoren ausgeliefert, was einem Marktanteil von 10,5% entspricht. Auf Platz 2 folgt, wie in den Vormonaten, Fendt mit 300 Stück und einem Marktanteil von 14%. Und damit zu Platz 1. Angeführt wird die Zulassungsstatistik weiterhin von John Deere mit 333 neu zugelassenen Schleppern und einem Marktanteil von 15,6%. Hat es eure Lieblingsmarke auf das Treppchen geschafft? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und nun kommen wie gewohnt die detaillierten Statistiken, die Daten wie immer vom Kraftfahrt-Bundesamt. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.